Viel passiert im Retail-Markt. Ein paar Beispiele haben wir ja jetzt gehört. Jetzt wollen wir noch darüber diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich René Beyer, der Geschäftsführer von der Beyer Chronometrie AG an der Bahnhofstraße. Die meisten, oder ich nehme jetzt mal an, fast alle von Ihnen kennen ihn. Er führt das Geschäft in 8. Generation. René, komm bitte zu uns nach vorne. Und extra aus Frankfurt angereist ist Jörg Nowicki von der Textilwirtschaft. Das ist Europas führendes Magazin für die Modebranche und den Einzelhandel. Viel passiert, viele Label umgezogen, wieder ein Wechsel gegeben. Was sind so die größten, die markantesten Veränderungen im Markt? Was wir nach wie vor feststellen, ist ein unheimlicher Zug internationaler Filialisten auf die Märkte, nach Deutschland, aber auch in ganz Europa. Also das merken wir seit Jahren und das hält auch an und das geht auch so weiter. Also da haben sich in den vergangenen Jahren etliche neue Filialisten bei uns oder in Zentraleuropa etabliert. Abercrombie und Fitch, Hollister, die haben wir ja schon erwähnt. Apple, es stehen ganz viele neue in der Schlange. Forever 21 ist ein Riesenplayer aus den USA. H&M hat neue Konzepte erfunden. COS, das ist etwas hochwertiger als H&M, läuft sensationell, sind die sehr, sehr zufrieden mit. Die werden jetzt im Frühjahr ein ganz neues Filialkonzept starten. And Other Stories nennt sich das, auch wieder etwas hochwertiger, sehr accessoirelastig, nur für Frauen. Also da kann man gespannt sein, da wird sich einiges tun. Die Luxuslabel gehen nach Osten und dann die asiatischen Touristen, die kommen dann zu uns. Ne, René, da kannst du auch ein Lied davon singen. Sie sorgen für einen Aufschwung, vor allem in den Kassen der Juweliere, also auch in deiner. Wie prozentual, wie hoch oder wie groß prozentual gesehen sind deine Kunden aus Asien? Sie sind im Moment ca. 40-45%. Davon natürlich der Hauptteil kommt aus China. Mir ist aber immer wichtig und deutlich wichtiger noch als vor 1 oder 2 Jahren, dass der Anteil der Schweizer Kundschaft bei noch 50 oder über 50% liegt. Also es wurde mir jetzt nötig, dass ich im Herbst das erste Mal die Handbremse anzog und gewisse Produkte für den Verkauf von Chinesen ausschließen musste, im Sinne von, dass ich sagte, um eben den Anteil nicht noch weiter steigen zu lassen, können Chinesen zum Beispiel jetzt nicht mehr kommen und sagen, ich hätte gerne 3 Uhren von Patek Philippe, wenn sie nicht auch bereit sind, eben für 1 Uhr, die sie von Patek bekommen, nachher 2 andere Produkte aus meiner Kollektion zu nehmen. Das muss man zur Kenntnis nehmen, das weiß auch Marc Riebe, dass man nicht gleich viel zahlt an der oberen und der unteren Bahnhofstraße. Es gibt für mich heute 5 Abschnitte in der Bahnhofstraße und wir leben im Moment, denke ich, das bestätigst du wahrscheinlich, in dem Abschnitt, wo heute am interessantesten ist, nämlich zwischen Paradeplatz und Höhe Diesel, also sprich jetzt in Zukunft an Omega Boutique. Wie hoch ist der Unterschied jetzt zwischen diesen 2 Bereichen, gerade was den Umsatz anbelangt? Mit wie viel mehr Umsatz können die Leute rechnen? Eben, wenn man sich anschaut, was ein Apple-Geschäft an Umsatz macht, dann ist es unschlagbar. Ja? Es gibt kein Geschäft momentan auf diesem Planeten, das so viel Umsatz auf einen Quadratmeter macht wie Apple. Aber Apple ist der Vorreiter und bald wird es eben auch die Microsoft und die Lenovos und die HTCs und wie sie alle heißen, geben. Und neben Apple sind dann, was die Performance auf den Quadratmeter anbetrifft, von 225.000, kommen dann die Juweliere die besten Juweliere mit 180.000 Franken Umsatz auf den Quadratmeter. Und dann kommt weit kommt nichts. Heute 350.000 Menschen jeden Tag am Bahnhof an- und abfahren und es bald, wenn der Bahnhof Löwenstraße fertig ist und in Betrieb genommen wird, über 500.000 Menschen jeden Tag sein werden. Davon profitieren die Geschäfte, die am Anfang der Bahnhofstraße sind, weil wir in Zürich weltweit die höchste Kaufkraft haben. Und das sind alles Belege dafür, dass es hier eben den Hotspot weltweit hat, weil wir wenig Steuern und Sozialversicherungen bezahlen und die höchsten Einkommen hier in Zürich bezahlt werden. Fließt dann auch gerne ein umso höheres Key Money
damit man wirklich diesen Platz bekommt. Apropos Key Money, in Deutschland, habe ich gelesen, ist es ja so, dass mittlerweile viele Labels das Key Money über den Kredit finanzieren. Wie sieht das in der Schweiz aus? Da kommt es dann darauf an, mit diesem Schlüsselgeld, was möchte der Eigentümer machen, wie es eben die Swiss Life gerade sehr oft praktiziert, dass sie den Mietern ein Angebot macht, dass sie nicht ausschlagen können wie dem Café Balthasar. Die Beträge, die du ja gerne hören möchtest, die bewegen sich in den unterschiedlichsten Bereichen. Das kann von unter 1 Million sein bis über 10 Millionen Franken. Wer im Endeffekt ist denn jetzt wirklich schuld, dass die Preise immer höher gehen? Wir sind eine Little Big City. Wir sind eine Stadt, die eine lebenswerte Stadt ist mit 400.000 Einwohnern jetzt. Und ich denke, diese Qualität, international zu sein, aber eben auch den lokalen Charakter zu bewahren, das ist tatsächlich ein bisschen das, was ich bedauere, was im Moment passiert. Weil selbst wenn neue Firmen wirklich da sind, wie du sagst, so ist es bedauerlich, dass eigentlich häufig klassisch traditionelle Unternehmen gehen müssen. Der Max Dietling sagte einmal, als der Séquin d'Ormans schließt, meine Kunden haben entschieden, dass es sich nicht mehr geben soll, weil die Leute sind lieber am Rennweg zum Interior rübergegangen, wenn sie billig was einkaufen wollten. Wenn sie aber dann Besteck oder Teller, die sie seit 20 Jahren im Haushalt hatten, nachbestellen waren, dann war natürlich klar, dass der Séquin d'Ormans die richtige Adresse ist und wo man das auch erwarten darf, dass der auch nach 20 Jahren noch das Geschirr hat, dass er eben. Und das ist heute nicht mehr möglich. Wir haben diese zwei Kulturen Gesellschaft. Wie lange können sich das die Retailer leisten? Oder anders gesagt, wann kommt der große Knall? Naja, wir sehen das ja an dem Strukturwandel, der in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Also der inhabergeführte Multilabel-Fachhandel ist ja seit Jahren auf dem Rückzug. Das ist ja ganz klar. Da haben sie ganz andere Kostenstrukturen, mit denen sie leben und arbeiten müssen. Da ist natürlich ein schnell, knapp kalkulierendes, vertikal aufgestelltes Unternehmen wie Zara oder H&M, wo sie alles in einer Hand haben, wo sie nicht noch irgendwelche Agenturen Sachen vermarkten müssen, wo sie einfach Ware produzieren können, in die Läden steuern können und sofort verkaufen können und nachbestellen können. Da können sie natürlich viel mehr bewegen als ein Multilabel-Händler. Und da haben sie andere Kostenstrukturen und insofern sind sie da im Vorteil und das wird auch weitergehen. Ja, das andere ist dieses E-Commerce. Wie steht da die Tendenz? Also wird das jetzt richtig wachsen? Wird das richtig zur Konkurrenz werden von einem eigentlichen Geschäft? Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also ich habe es ja vorhin mal angekündigt, wir haben vor ein paar Wochen einen einen Modehandelskongress veranstaltet, da war jemand von der GfK dort, hat eine Zahl an die Wand geworfen, die ich gar nicht glauben konnte, aber demzufolge sind 23% des Umsatzes werden tatsächlich schon per Versandhandel gemacht, im Bereich Mode, Bekleidung, Schuhe, Accessoires und so weiter. Und das ist eine wahnsinnige Zahl, die hat sich unheimlich stark entwickelt. Wir sind schon einen Schritt weiter gegangen und entwickeln gerade eLocations.com, womit wir die heutige Offline-Retail-Immobilienwelt online knipsen werden, sodass sich alle Interessierten in dem Bereich über das Internet in einer geschlossenen Benutzerplattform darüber informieren können, was passiert heute auf einer 1A-Lang, was ist da in der Historie, alles passiert in den letzten 5 bis 10 Jahren, wie wird sich das weiterentwickeln und wo finde ich meine beste Location auf der einen Seite, beziehungsweise auf der anderen Seite, wo finde ich den besten Nutzer für meine Location. Das klingt spannend. Danke vielmals. Danke euch allen fürs Gespräch. Dann sage ich vielen Dank, Marc-Christian Riebe, vielen Dank, Jörg Nowicki, vielen Dank, René Bayer. Auf Wiedersehen.